Ja, hallo und willkommen hier auf meinem Kanal zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich mal wieder einen kleinen Heli von WL Toys bzw. Wolfbusch für euch, und zwar die XK K150 AS 350. Hier natürlich wieder als RTF-Version mit allem dabei, was ihr zum Fliegen braucht. Und hier ist auch wieder ein Höhensensor verbaut. Ich bin mal gespannt, ob die AS 350 jetzt besser fliegt als die letzten XK-Modelle, denn die haben mich ja leider nicht so sehr überzeugt vom Flugverhalten. Aber gehen wir auch hier wieder chronologisch vor mit dem Unboxing, den Modelldetails, der Fernsteuerung und den Funktionen. Und natürlich am Ende gehen wir auch wieder fliegen mit der AS 350. Ich würde sagen, wir legen wieder sofort los. Let's go! Hier haben wir mal den Karton des XK K150. Der sieht auch eher schon aus, als wäre hier ein Auto drin. Aber ich würde sagen, wir machen den direkt mal auf. Da haben wir dann als allererstes wieder das typische Landepad mit dabei. Das ist vom Material her ja wie so ein Mauspad damals war. Dann haben wir natürlich die Bedienungsanleitung, hier wieder auf Chinesisch und Englisch. Dann haben wir als nächstes eine Tüte mit dem USB-Ladekabel für den LiPo-Akku. Dann gibt es noch eine zweite Tüte. Hier drin befinden sich 3 Ersatzrotorblätter, ein Ersatzheckrotor, ein Ersatzhauptzahnrad und noch ein bisschen Werkzeug. Natürlich haben wir auch wieder einen Akku dabei, und zwar einen 1S 800 mAh LiPo-Akku. Dann haben wir natürlich die 2,4 GHz Fernsteuerung. Die zeige ich euch natürlich auch nachher nochmal etwas genauer. Die hat auch hier wieder die 2 komplett federbelasteten Steuerknüppel. Und zum Schluss die kleine AS 350, und die zeige ich euch wie immer erstmal etwas näher im Detail. Hier haben wir das gute Stück mal vor uns. Eins habe ich sofort schon festgestellt, dass das Modell teilweise sehr empfindlich ist, denn hier hinten die beiden Antennen sind schon sehr filigran und eine ist auch schon leicht abgerissen. Da muss man auf jeden Fall aufpassen, wenn man das Modell anfasst oder aus der Packung holt. Auch hier hinten die Seitenfinnen sind eher dünn und zerbrechlich. Die sind übrigens auch nur eingesteckt, sollte aber stramm genug sein, dass sie im Flug nicht abfallen. Auch hier vorne auf dem Cockpit haben wir noch 2 richtig aufgesetzte Scheibenwischer, die auch etwas filigraner sind. Ansonsten haben wir wieder einige Details angebracht, wie die ganzen Tür- und Klappenkonturen. Das sind hier auch wirklich einige bei dem Modell. Und wir haben auch wieder ein paar Nieten abgebildet. Nicht ganz so viele wie bei anderen Helis, aber es sind welche drauf. Auch hier oben der Turbinenauslass ist ganz schick, auch wenn er jetzt wieder nur schwarz lackiert ist. Die rot-weiße Lackierung finde ich auch ganz cool. Das scheint ja gerade irgendwie ein Trend zu sein mit den rot-weißen Lackierungen. So viele Modelle, wie ich hier in letzter Zeit in rot-weiß hatte. Aber ich finde auch, dass es eine schicke Farbkombi ist. Auch dass die Scheiben jetzt hier schwarz sind, finde ich, passt auch hier sehr gut zum Modell. Auch die Decals sind hier sehr gut aufgebracht worden, genauso wie die gesamte Lackierung. Ich finde, die Form der AS 350 ist hier auch ganz gut getroffen und auch das Landegestell sieht ganz schick aus. Eine Besonderheit der AS 350 ist natürlich hier der 3-Blatt-Rotorkopf. Da gibt es ja jetzt nicht so viele RTF-Helis, die das haben. Angetrieben wird dieser auch wieder über einen Brushless-Motor mit einer Ritzel-Zahnradverbindung. Allerdings haben wir hier hinten am Heckrotor nur einen Coreless-Motor verbaut. Die Taumelscheibe und die Blatthalter sind hier wieder aus Kunststoff gefertigt, aber die Rotorwelle und das Rotorkopf-Zentralstück bestehen natürlich aus Metall. Angesteuert wird die Taumelscheibe wieder klassisch von 3 Mikroservos. Eine umfangreiche Beleuchtung haben wir hier leider jetzt auch nicht. Das einzige Licht, was hier verbaut wurde, ist hier eine rote LED im Turbinenauslass. Die Unterseite der AS 350 ist jetzt eher schlicht gehalten, hat aber hier hinten wieder den altbekannten optischen Höhensensor verbaut. Der Akku sitzt schon wie bei der XK EC145 hier vorne hinter der Haube. Die muss man einfach nur vorsichtig abziehen und schon liegt das Akkufach frei. Hier wird dann der Akku einfach reingeschoben und mit dem Stecker verbunden. Ist jetzt durch das kurze Kabel etwas fummeliger, geht aber eigentlich. Über dem Akkufach befindet sich dann noch das Steuerboard mit dem Empfänger, dem Gyro und den ganzen Servoanschlüssen. Und unter dem Akkufach ist noch der Regler positioniert. Die Haube wird zum Schließen auch einfach wieder aufgesetzt und angedrückt. Auch diese Haube hat hier oben und unten insgesamt 4 Magnete sitzen, die die Haube dann fest auf dem Rumpf fixieren. Die AS 350 hat einen Rotorkreis von ca. 270 mm, eine Länge von ca. 260 mm und ein Abfluggewicht in etwa von 90 Gramm. Ja, wir haben hier natürlich wieder eine einfache 2,4 GHz Kunststofffernsteuerung dabei. Sie liegt aber auch wieder gut in der Hand und ist vom Gewicht ganz angenehm, auch wenn hier erstaunlicherweise gleich 6 AA-Batterien reinkommen.
Das Batteriefach ist natürlich auch wieder hier unten auf der Rückseite. Die Knüppel sind auch wieder alle federbelastet aufgrund der automatischen Start- und Landefunktion. Und die Knüppelaggregate bestehen aus Kunststoff, die Knüppel selber aber aus Aluminium und lassen sich auch in der Höhe etwas verstellen. Hier in der Mitte haben wir dann den Ein-Ausschalter, darüber eine kleine Aufhängeöse und hier oben haben wir noch die Status-LED. Um die Knüppelaggregate sind auch hier wieder die Trimtasten angebracht. Der Sender kann auch wieder in Mode 2 oder Mode 1 betrieben werden. Dazu einfach während dem Einschalten den linken unteren Trimtaster nach rechts gedrückt halten und dann den Heli entweder mit dem linken Stick für Mode 2 oder dem rechten Stick für Mode 1 binden. Die Einstellung wird dann auch weiterhin gespeichert, dass man es danach nicht jedes Mal umstellen muss. Dann haben wir hier oben noch 4 Taster. Der linke Taster ist für die Einstellung der Taumelscheibenausschläge zuständig. Der zweite Taster hat keine Funktion. Mit dem dritten Taster können wir den optischen Höhensensor ein- und ausschalten. Und der ganz rechte Taster ist für die automatische Start- und Landefunktion zuständig. Hier oben haben wir dann noch die 2,4 GHz Antenne. Einen Griff haben wir hier nicht, aber dafür 2 Füße, mit denen wir die Fernsteuerung auch hinstellen können.
Am Ende natürlich auch hier wieder ein kurzes Fazit. Optisch gefällt mir die AS350 wirklich sehr gut. Auch die kleinen Details, die hier angebracht sind, machen das Modell optisch schon zu etwas Besonderem. Allerdings sind die Teile schon echt filigran und man muss wirklich gut aufpassen, dass man da nichts abbricht. Auch das Handeln mit der relativ großen Haube ist jetzt etwas besser als bei der EC145, aber ich finde trotzdem manchmal immer noch echt nervig. Aber vielleicht stelle ich mich ja auch einfach nur blöd an. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr es auch eher fummelig findet oder ob das für euch so okay ist. Fliegerisch muss ich sagen, fliegt die AS350 auf jeden Fall stabil, aber genauso wie bei der EC145 hat sie echt manchmal ihre Momente und ruckelt etwas viel rum. Man kann ab und zu mal längere Stücke ruhig und wackelfrei fliegen, aber ab und an kommt dann doch irgendwie wieder ein Ruckler oder Absacker zustande. Woran es genau liegt, habe ich leider nicht feststellen können. Das passiert auch irgendwie in jeder Einstellung, die man tätigt. Ist gefühlt jetzt besser als bei der EC145, aber irgendwie sind die XK-Modelle alle in dem Punkt etwas anfällig. Aber es ist natürlich nicht so, als würde der jetzt abstürzen oder so. Das ist auf jeden Fall stabil genug. Es sieht halt nur ab und zu mal im normalen Rundflug etwas blöd aus. Geht der Akku am Heli zur Neige, dann sieht man das leider nur am Blinken der roten LED im Turbinenauslass. Zumindest hat mein Sender jetzt nicht angefangen zu piepsen. Da muss man dann schon ziemlich gut aufpassen, da man das ja nur sehen kann, wenn das Heck zu einem steht. Dann würde ich sagen, war es das wieder für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, liken, abonnieren nicht vergessen. Schreibt mir gerne mal eure Meinung oder Erfahrung zu den XK-Modellen in die Kommentare. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, euer Chrissy. Ciao.